Man sagt, die Zukunft beginnt gerade jetzt. Die Zeit aber, die kannst du nicht aufhalten und schon gar nicht konservieren. Den Geschmack aber schon. Es waren schon immer die Böden, die unsere Region hier am Neusiedlersee so wertvoll gemacht haben. Die Bahndorfer Platten mit dem Kiesel, der lehmige Sand und der Kalk am Wagram und im Leitergebirge Kalk und Schiefer. Was wir als Panobele Weinbauern machen, ist im Prinzip ganz was Einfaches. Wir bringen den Geschmack vom Boden ins Glas. Man sagt, die Zeit verändert die Menschen. Und ich denke, das ist ein ganz normaler Vorgang. Als Kind da wollte ich Indianer werden oder zumindest ein Cowboy. Damals war das genau richtig. Heute bin ich Weinbauer und es fühlt sich genauso richtig an. Menschen verändern sich, Geschmäcker verändern sich. Und ich denke, der Wein darf das auch. Wenn man zurückschaut, sieht man die Dinge oft klarer. Heute denken die Leute, dass wir radikal waren damals, 1994, wie wir Panobele gegründet haben. Wir haben das aber nie so gesehen. Es war einfach eine andere Zeit damals, in den 90er Jahren. Das Vorbild war Bordeaux. Und überall hat man probiert, das nachzumachen. Das waren Weine voller Holz, Tannin und viel Alkohol. Als Gruppen sind wir da ausgebrochen. Wir wollten Weine machen, die nicht international schmecken, sondern die nach Pannonien schmecken, nach dem Gebiet, wo wir herkommen. So ist damals auch der Name entstanden, Panobele. Eine Wortkreation aus Pannonien und nobler Wein. Seitdem hat sich viel getan. Die Zeit bleibt nicht stehen. Die Idee von Panobele aber, einen Wein zu machen, der geprägt ist von seiner Herkunft, die Idee ist noch immer dieselbe wie damals. Viele reden heute von Natürlichkeit oder von naturnahem Wein. Für uns als Panobele-Gruppe war das schon immer eine Selbstverständlichkeit. Denn Wein war immer schon ein Zeichen von Haltung. Wir haben eine Verantwortung gegenüber unserer Region, den Böden und auch der Natur. Biodynamischer Anbau, die Anwendung von Tees, wie zum Beispiel Ackerschachtelhalm oder Komposttee, und ein gesunder Boden, Traubenernte per Hand, eine Vergärung, die nicht künstlich gesteuert wird, sondern spontan passiert und die dann eintritt, wenn die Natur es wirklich für richtig empfindet. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger, aber immer kommen Weine heraus, die eine wunderbare Lebendigkeit haben und die leicht und elegant sind und die eine hohe Komplexität aufweisen. Ganz einfach Weine, wie wir sie lieben. Und zum Glück heute auch Menschen aus aller Welt. Wir sind viel unterwegs mit unseren Weinen. London, New York, Kopenhagen, Berlin. Aber ganz ehrlich, am liebsten sind wir daheim. Da im Burgenland. Gemeinsam mit den Leuten, die unsere Arbeit schon immer schätzen, die uns schon immer begleitet haben. Panobele-Weine haben da ihre Wurzeln. Genauso wie wir. Was uns als Gruppen wirklich erdet, ist unser Austausch und unser Zusammenhalt. Das war von Beginn an so und ist heute noch immer gleich. Und auch, wenn jetzt schon die nächste Generation am Tisch sitzt, verkosten wir noch immer unsere Weine gegenseitig. Einmal im Jahr bringt jeder von uns einen Wein auf den Markt, der die Region am besten herzagt. Und auch uns als Menschen. Und genau aus dem Grund heißt der Wein so wie unsere Gruppen, also Panobele. Und nur wenn jeder von uns in der geheimen Verkostung sein Okay zu dem Wein gibt, erst dann ist er echt der Panobele. Ob das immer einfach ist? Mit Sicherheit nicht. Denn auch wenn es die gleiche Philosophie ist, die uns vereint, so sind wir doch alle komplett verschieden. Und jeder von uns hat einfach seinen eigenen Stil, was den Wein betrifft. Am Ende aber sind es genau die Unterschiede, die uns als Gruppe ausmachen und unsere Weine. Das schmeckt man, vor allem aber fühlt man das. Like ever since we left this place.